Wenn du als Hyundai i30-Fahrer sagst, mein Sound, ich bin nicht zufrieden, also nicht der Motorsound und nicht der Auspuffsound, sondern tatsächlich der Sound, der aus euren Lautsprecher rauskommt, dann kann man das nachvollziehen, weil der Sound ist echt ein bisschen dürftig. Da dreht man auf, da kommt eigentlich gar nichts richtig raus. Der Bass ist so lala, irgendwie macht es halt keinen Spaß. Und wir haben euch jetzt die Lösung, wir haben euch ein geiles Soundkonzept zusammengestellt, das ihr selber mit unserer jetzigen Videoanleitung einbauen könnt und jede Menge Spaß drauf habt. Tata, das sind unsere Lautsprecher, die wir mega für euch vorbereitet haben für euren Hyundai i30. Dann fangen wir mal an mit dem Paket V1. Das ist nämlich die Basisvariante von Gladen Audio. Wir haben jetzt zwei Tieftöner, die jetzt auch vom Einbau-Chassis auf den Hyundai i30 vorbereitet sind. Also nur noch Plug and Play, auch der Stecker passt. Und die Hochtöner, das sind jetzt 25 mm Gewebehochtöner. Die sind auch in dieser Hyundai i30 Halterung bereits verbaut, haben den passenden Stecker mit dran. Für hinten sind wir in der RC-Line mit einem Koaxiallautsprecher, auch mit einem Gewebehochtöner mit drin. Also alles, was Lautsprecher betrifft, sehr hochwertig. Alles vorbereitet für Plug and Play. Dabei ist auch ein Kabelkit, um das ganze Plug and Play am Autoradio anzuschließen und nicht zu wissen, wo die Kabel hingehören. Hier ist alles ganz klar. Wir haben hier einen T-Kabelsatz, der wird am Auto eingesteckt und dann wieder am Autoradio, also einfach zwischengesteckt, und haben hier unseren entsprechenden Abgriff, wo wir dann mit einem weiteren Kabelbaum jetzt zur Endstufe fahren können, die Kabel vom Lautsprecher abgegriffen haben, in die Endstufe rein. Von der Endstufe reden wir von der hier, das ist die Pico 6.8 mit DSP-Prozessor integriert. Erkläre ich euch gleich nochmal, was wir damit genau gemacht haben und was es eigentlich bringt. Der Sound geht dann hier rein in die Endstufe, wird bearbeitet, befeuert, wieder zu den Lautsprechern zurück, über die Originalverkabelung zu allen 4 Lautsprechern und das Ganze wirklich in Windeseile einzubauen. Wie man es genau einbaut, zeige ich euch ja dann im Detail. Was heißt dann? Jetzt dann gleich, wenn wir mit der Produktvorstellung durch sind. Und kommen wir jetzt kurz zu der beinhaltenden Endstufe von der Pico 6.8. Das ist eine 6-Kanal-Endstufe, die macht 4 x 50 Watt Grundausgangsleistung RMS für Front- und Hecksystem und tatsächlich 250 Watt für einen Subwoofer in der Brückenschaltung, also die 2 letzten Kanäle, Kanal 5 und 6, zusammengebrückt zu einem für einen Subwoofer. Damit haben wir ein komplettes Soundsystem vorbereitet von Gladen. V1 beinhaltet also jetzt, Achtung, 2 Hochtöner, 2 Tieftöner als Frontsystem, ein Koaxial-Pärchen als Hecksystem, die entsprechende Endstufe und der Kabelkit. So wird es uns von Gladen gegeben. Und was wäre ARS 24, wenn wir nicht schon bereits für euch ein mega geiles DSP-Setting für euch vorbereitet hätten und bereits im Auslieferzustand hier auf der Endstufe drauf ist. Genau für diese Anordnung, damit es echt endgeil klingt. Der Woofer ist beim V1 nicht dabei, weil das ist einfach mal die Basisvariante. Also neues Frontsystem, neues Hecksystem, Endstufe einbauen, Stromkabel mit dabei, also noch nicht ganz dabei, weil die sind nämlich hier beim nächsten Paket V2. Kommen wir also gleich zu V2. Wir haben euch den Stromanschluss jetzt bereits mit einem 2,5 Quadrat Kabel verlängert, so dass ihr das Kabel jetzt ganz geschmeidig auch einpacken könnt mit einem Gewebeschlauch, liegt bei V2 dabei. Dann vorbereitet für einen Sicherungshalter an der Batterie. Wir fahren ja mit Plus und Minus bis zur Batterie. Dementsprechend sind natürlich auch 2 Ringösen dabei. Es ist eine Sicherung mit dabei. Und es schaut danach echt geil aus, weil ihr das OEM-Style einpacken könnt, das Kabel, und richtig schön machen. Seht ihr jetzt dann auch gleich, wie wir das in dem Fahrzeug machen. Und damit ist der Strom dann auch besser vorbereitet, weil beim V1 kommt zwar ein Stromkabel hier raus, muss aber dann mit anderen Stromkabeln, die ihr dann selber irgendwo kaufen müsst oder vielleicht bei uns mitbestellen müsst,
erstmal alles vorbereiten müsst. Aber V2 ist jetzt dann schon die Variante, wo wir für euch nochmal weitergedacht, also zu Ende gedacht Paket dazulegen, weil beim V1 auch nur eine Dämmmatte dabei ist. Also jede Türe bekommt praktisch eine Viertel-Dämmmatte. Das ist nett, aber nicht zu Ende gedacht und wir machen ein zu Ende gedacht Paket dazu. Bei uns gibt es noch weitere 3 Dämmmatten mit dazu. Also jede Türe bekommt eine komplette Dämmmatte für Türverkleidung und Türblech. Und wir haben 2 Dämmschaummatten noch mit dabei, damit jede Türe nochmal eine halbe Dämmmatte Schaum mit auf der Türverkleidung mit drauf machen können, damit die Türen wirklich vibrationsfrei werden und danach das Klangergebnis natürlich mega wird. Ebenfalls in unserem V2-Paket haben wir natürlich unsere Entriegelungs- und unsere Auswurfhebel mit integriert. Bekommt da alles mit und natürlich auch ein Isolierband, damit ihr damit richtig arbeiten könnt. Und jetzt kommt eigentlich das Allerwichtigste am V2. Das ist das hier. Das ist ein Spezialwerkzeug, das ich für euch gemacht habe, damit ihr die Hochtöner-Gitter in eurem i30 problemlos rausbekommt. Also ein bisschen tricky ist es trotzdem, aber wenn ihr sowas nicht habt, braucht ihr erst gar nicht anfangen. Damit macht ihr alles kaputt im Fahrzeug, ihr habt keinen Spaß dran. Ich lege euch das mit dabei und zeige euch das natürlich, wie man das in der Praxis anwendet, damit man das Hochtongitter rausmacht. Dann gleich jetzt kommend im Video. Und natürlich bekommt ihr einen Vorzugspreis als Gesamtpaket im V2. Das ist dafür gedacht, dass ihr euch selber entscheiden könnt, welchen Woofer ihr dazu machen möchtet. Ich gebe euch da jetzt gleich noch Empfehlungen mit dazu, weil wir müssen ein bisschen darauf achten, dass wir 4 Ohm Subwoofer nehmen, weil das sich mit anderen Ohmzahlen nicht optimal verträgt. Insofern gebe ich euch am besten gleich 4 Vorschläge vor. Wir haben auch ein V3-Paket. So, und jetzt machen wir die Sache, den Sack zu, weil dann braucht ihr gar nichts mehr überlegen. Das V3 hat einfach alles drin, vom zu Ende gedacht Paket, von der Basisvariante bis zum Subwoofer. Und natürlich habe ich euch auch auf dem Setup für das Sound-Setup der DSP-Endstufe das so weit vorbereitet, dass der Woofer und alles perfekt zusammenspielt und ihr werdet echt ein fettes Grinsen auf euer Gesicht kriegen, wenn ihr das erste Mal das ganze Ding wieder einschaltet und sagt ihr, echt, ist das möglich mit so wenig Aufwand, Montageaufwand, weil das alles schon so cool vorbereitet ist. Und wenn ich euch jetzt zeige, wie das zum Einbauen ist, kriegt ihr einen Lachkrampf, wie einfach das ist. Wie schon erwähnt, könnt ihr natürlich Woofer ganz nach eurem Belieben dazu addieren. Ihr achtet bitte bloß darauf, dass es auf jeden Fall eine 4-Ohm-Version ist, ansonsten kriegen wir mit der Endstufe vielleicht ein Problem. Also da bleiben. Ich habe euch jetzt 4 Woofer, die ich euch auf jeden Fall mal empfehle und ich sage euch gleich dazu, was man da an Klang erwarten kann. Fangen wir an beim SQX08 VB Vivented Box. Das ist ein 8 Zoll Woofer im Bassreflexgehäuse. Fällt also recht geschmeidig klein aus, macht aber echt einen tiefen, fetten Bass, aber natürlich nicht ganz so fett wie jetzt zum Beispiel eine 25 cm Membran, die vom Alpha 10 SB wie Sealed Box, also eine geschlossene Box ohne Bassreflex. Der klingt total trocken, fett, also trocken und fett beißt sich, wenn ich das irgendwie so sage, aber ihr wisst, was ich meine, also echt ein geiler Punch und macht einen echt perfekten Pegel zu der ganzen Anlage. Ich empfehle euch die dazu, gibt es ja auch inklusive bei der V3 dabei. Wer da noch was hat und sagt, mir scheißegal, ich brauche richtig viel Bass, was wir rausholen können, hier M12 VB, also ein 12 Zoll Subwoofer im Bassreflexgehäuse. Also der schiebt echt umbandig, meines Erachtens oder für meinen Geschmack schon fast ein bisschen zu viel. Aber wer sowas mag, viel Hip-Hop hört oder einfach nur das Bassgewitter haben mag, der kann auch sowas mit dazu ergänzen. Und wer es unsichtbar haben mag, der kann den RS08 RB Dual kaufen. Also den habe ich jetzt leider hier nicht auf dem Tisch liegen.
Der hat dann letzten Endes auch 4 Ohm, kann ins Reserverad, in die Mulde mit reingelegt werden. Und da sind 2 20er Woofer drin, die die Membranfläche eines 25ers haben, aber jetzt komplett versteckt. Man kann ja da beim Hyundai den Deckel drüber machen und dann sieht man gar nichts mehr. Und das ist auch so vom Klangbild her wie der SB 10 Zoll, also auch ein recht trockener, satter Bass, der richtig Laune macht und sogar nur unsichtbar ist. All diese Woofer zeige ich euch natürlich unten als Link in unseren Webshop rein, damit ihr das auch findet. Und da sind auch die ganzen Bezeichnungen von den ganzen Typis hier dran. Bevor ich euch jetzt zeige, wie tricky der Hochtöner rauszumachen ist, kümmern wir uns um den einfacheren Part, die Türverkleidung. Wir bauen die jetzt mal ab, machen die Lautsprecher raus, tauschen die aus und nehmen die Türdämmung vor. An für sich auch recht easy. Mit unserem beiliegenden Entriegelungswerkzeug können wir den Gummi hier innen drin entspannt rausnehmen und mit dem Kreuzschlitz eine einzige Schraube lösen. Und wieder ist unser Entriegelungswerkzeug hilfreich. Hier unten kann man an so einer kleinen Stelle reinfahren und die ganze Türverkleidung entriegeln. Geht also wirklich entspannt. Halt, was vergessen, dieses Teil, das ist auch nur geklippt, können wir direkt hier reinfahren und entriegeln. Und jetzt können wir die ganze Türverkleidung nach oben rausnehmen und von hinten abstecken von der Verriegelung und einem Stecker. Fahrerseite sind es 2 Stecker, also total problemlos. Mit einem 15er Torx können wir die 4 Schrauben lösen und hier an der Seite abstecken. Also Leute, mal ganz unter uns. Von vorne schauen die ja irgendwie ähnlich aus. Wenn man das Ganze aber mal so rumdreht, dann seht ihr mal, dass die Einheit hier lang nicht dem entspricht, was wir jetzt einbauen. Jetzt haben wir ja auch dann einen Verstärker, da liegt noch mehr Leistung an. Hier dieser Lautsprecher, der feuert uns jetzt mal richtig den Bass in den Fahrerraum, Fahrgastzellenraum. Das ist jetzt die erste Dämmmatte, die von Gladen beim System gleich mitgeliefert wird. Weitere 3 haben wir euch ja von uns nochmal mit dazu gegeben und die verarbeiten wir jetzt einmal an der Türe und an der Türverkleidung. Und dazu können wir jetzt mal erstmal hier das Außenblech dämmen. Da können wir 3 solche größere Teile hier reinmachen und auf die Außenhaut kleben. So, wie immer richtig aufreiben, damit da keine Luftblasen drunter sind, wo sich gegebenenfalls sogar Wasser anstauen kann. Überall richtig schön aufs Blech anbringen. Von der beiliegenden Wave-Dämmmatte, das ist ein imprägniertes Material, das kann man hier am Außenblech mit anbringen. Das stoppt praktisch den reflektierenden Schall hier hinten dran, wirkt sich also auch akustisch super aus. Und da können wir jetzt quasi 1/4 von der ganzen Matte hier hinten mit anbringen und solche kleinen Abschnitte mit einbauen. Unser Lautsprecherset kommt ja schon für den Hyundai i30 komplett vormontiert. Das heißt, wir brauchen hier den Rahmenstecker gar nicht mehr irgendwie dran bauen. Was wir aber jetzt noch machen, das ist ja in unserem Zusatzkit mit drin, wir machen hier noch eine Dämmadaption mit drauf, damit das Kunststoff auf Kunststoff erstens mal dicht ist und zweitens natürlich auch nicht zum Vibrieren anfangen kann und irgendwelche Störgeräusche von sich geben kann. Jetzt wieder dran montiert, in die entsprechenden Löcher wieder die alten Schrauben rein und anstecken. Das war's, was den Tieftöner betrifft. Und eine kleine Dämmung machen wir hier noch gleich mit zusätzlich mit dran. Mit dem Plug-and-Play-Anschluss ist es ja wirklich simpel, so einen Lautsprecher einzubauen. Wir machen es aber nicht nur gut, wir machen es besser. Wir können nämlich mit unserem ausreichenden Bitumenmassenmaterial auch noch unseren Lautsprecher besser bedämpfen, indem wir so ein Band noch mit runterschneiden und auch direkt um den Lautsprecher drumherum anbringen. Das heißt, hier bringen wir jetzt Gewicht auf, damit die schwingende Einheit, der Antrieb, im Prinzip noch besser aufgehängt ist, damit
der maximale Wirkungsgrad für den Bassbereich, also gerade im Bassbereich macht sich halt einfach sowas bemerkbar, erhalten bleibt und mir das Maximale rausholen. Die Lautsprecheraufnahme haben wir jetzt also eigentlich so gut, wie wir es jetzt nur irgendwie hinkriegen können, vorbereitet. Ich denke, das langt auch und jetzt gehen wir an die Türverkleidung und machen auch die noch ruhiger. Von hinten ist bereits auf der Türverkleidung so eine leichte Schicht Dämmmaterial mit drauf, so ein Akustikstoff. Den können wir getrost erstmal wegmachen, weil das ist zwar gut, aber wir machen es besser. Das kann man hier einfach wegklicken. Und jetzt Trick 17, mit einer Schere könnt ihr den Stoff so abschneiden, dass der quasi schon wieder verödet ist. Also hier franzt nichts aus. Man kann das Ding einfach abschneiden. Bitte nicht mit dem Messer wegschneiden, sondern mit der Schere zusammendrücken. Und dann schaut das so aus. Immer wieder erwähne ich solche Einkaufszettel hier. Die könnt ihr getrost auch wegmachen, bevor die irgendwelche Vibrationsgeräusche von sich geben oder wie wir überkleben es jetzt einfach. Das sind bloß Bestellnummern für die ursprüngliche, das braucht kein Mensch sowas. Weg damit. Und wir können jetzt den Rest von unserer ersten Dämmmatte auch noch auf dieser Türverkleidung anbringen. Also dann haben wir hier mal eine große Matte, die wir hier mal auflegen können. Dann schneiden wir noch die Halterung hier aus. So, dann haben wir hier unseren Lautsprecher. So, und jetzt können wir das schon ringsrum alles aufkleben. Und denkt dabei wirklich immer richtig fest hindrücken in die Ritzen rein, dass das nicht irgendwo Luft hat. Auch für solche Sachen sind die Entriegelungshebel super geeignet. Ihr könnt es hier richtig zum Drücken und zum Schneiden teilweise sogar nehmen, um das Material einzuritzen, damit es besser in den ganzen Fugen drin ist, so wie ihr das hier so seht. In unserem Zusatzpaket ist auch dieser Dämmschaum drin, 2 Matten davon, das heißt pro Türe eine halbe Matte, können wir direkt so halbieren und das steht uns alles zur Verfügung. Ihr seht schon, das reicht auch, ist optimal eigentlich und da können wir jetzt auch wieder diesen Stift hier mit rausnehmen. So, und das Ganze hier reinpassen. Das können wir gut mit der Schere noch bearbeiten und können uns hier um den Lautsprecher arbeiten. Den Rest können wir jetzt nicht richtig schön aufkleben. So. Ja, keine Steckerle zukleben, aber im Prinzip spielt es an sich keine Rolle, wie das hier drauf ist. Das dämmt nochmal den ganzen Schall weg. Jetzt zeige ich euch noch ein Special. Und zwar am Lautsprecher. Wir schneiden uns jetzt so einen ca. 5 cm breiten Streifen, den wir direkt am Lautsprecher anbringen können und zwar als Dichtring. So, und dazu machen wir jetzt mal hier, gehen wir bis zur Hälfte hierher, damit der Teil quasi in sich verklebt wird. Eigentlich wollte ich das Wort quasi mal eliminieren. Kommt mir aber immer wieder über die Lippen. Und jetzt können wir das ganze Stück hier so aufkleben, dass wir hier vorne dran so einen Schaumgummi-Dichtring kriegen. Damit koppeln wir sozusagen nochmal den Schall ab oder minimieren den Schall, der praktisch unter der Türverkleidung sich nochmal entwickelt, wo wir ja jetzt eigentlich auch noch den Schaum mit zusätzlich reingemacht haben. Aber nicht gut, sondern noch besser. Liebe Hyundai i30-Fans, das war schon mit der Installation der Türlautsprecher. Also so easy funktioniert es. Anstecken, Türverkleidung wieder dran machen. Also einfacher geht es an der Stelle wirklich nicht. Das war's. Ja, überall schauen, dass die Clips in der Führung drin sind. Das war's. Das war's. Eine Schraube wieder rein. Fertig mit der Türe.
Für die hinteren Lautsprecher ist es genauso mit den Türverkleidungen wie bei den vorderen. Deswegen mag ich es euch gar nicht nochmal antun, jetzt alles zu zeigen. Ihr wisst, wie es funktioniert. Die lassen sich genauso wegklippen. Wir machen den Lautsprecher raus. Nur, dass das halt eine andere Art von Lautsprechern ist, aber die lässt sich genauso installieren wie die andere. Ich zeige euch nur, wie der Lautsprecher reinkommt. Alles andere könnt ihr genauso machen wie bei den vorderen Türen. Bei unserem vorderen Lautsprechersystem haben wir ja einen Tieftöner in der Türe und einen Hochtöner separat auf dem Armaturenbrett, den wir ja austauscht haben. Und hier haben wir den Hochtöner bereits in dem Lautsprecher, in dem Tieftöner integriert. Ist ein bisschen eine einfache Ausstattung, aber eben für hinten genau das Richtige, dass wir das so installieren und achten bitte drauf, dass die Lautsprecher quasi so nach oben strahlen, weil der Hochtöner, der ist schräg installiert in diesem Lautsprecher drin. Also hier ein bisschen drauf achten. Hier ist jetzt alles fertig installiert. Wir haben wieder unseren Dichtrahmen mit angebracht. Jetzt können wir wieder alles zusammenstecken und die Türe genauso montieren, wie wir sie wegmontiert haben. Kommen wir zu unseren Hochtönern und hier wird es jetzt doch ein bisschen speziell, aber mit AS24 habt ihr, glaube ich, einen ganz guten Partner damit. Ihr macht hier diese Seitenverkleidung weg mit dem Entriegelungswerkzeug, wo ja auch im Lieferumfang dabei liegt. Ihr könnt hier ganz entspannt den Gummi ein bisschen wegnehmen und dann fällt euch das Ding hier eh schon entgegen. Das ist nur geklippt mit 3 Clips. Könnt ihr auch so hängen lassen. Und jetzt kommt unser Spezialwerkzeug, das ich für euch extra gemacht habe. Wir fahren jetzt hier oberhalb dieses Lüftungsschachts, da wo das weiße Material noch drauf ist, hinter bis zu dem Hochtöner rein und da sehen wir auch den Anschlussstecker, so einen weißen Anschlussstecker und genau hinter diesen müssen wir rein und stellen unser Werkzeug auf, damit der Stift nach oben geht. Und jetzt können wir durch eine Hebelwirkung das Gitter weglupfen und das kann ich jetzt hochlupfen und hier entriegeln. Wenn das jetzt ein bisschen draußen ist schon, können wir mit unserem Entriegelungswerkzeug nochmal vollends unten reinfahren. Das Gitter ist ringsrum nur geklippt, aber halt ziemlich fest und das kriegt man so nicht raus, ohne dass man von unten an der Stelle nach oben drückt. Ihr seht, hier ist der Punkt, wo ich gerade mit meinem Werkzeug von unten hier reingekommen bin. Hier komme ich raus, genau hinter dem Hochtöner und da ist genau dieser Platz. Ich komme woanders nirgendwo durch, um das Gitter nach oben zu schieben. Ihr braucht nicht anfangen zu denken, ich mache das von oben irgendwie raus und fahre da an der Seite rein. Das ist so passgenau in dieser Mulde mit drinne, integriert und so fest verklippt. Ihr kriegt es nicht raus, ohne dass ihr hier eigentlich alles kaputt macht und zum Schluss keinen Spaß dran habt. Ohne unser Spezialwerkzeug von unten das Ding zu entriegeln, habt ihr danach ein kaputtes Gitter, das ihr nicht mehr verwenden wollt. Auf der rechten Seite haben wir ja schon das Teil hier offen. Da ist noch eine Schraube, die müssen wir jetzt lösen, damit wir diese Einheit entklippen können, um die Multimedia-Einheit zum Schluss rausschrauben zu können. Also die eine Schraube jetzt erstmal raus. Für euch mache ich mich ganz lang. Und zwar bis hier rüber und das Teil hier, das muss man nach vorne rausklippen. Das ist wie so ein kleiner Widerhaken. Und jetzt kann man das Ganze nach vorne rausziehen. Seht ihr das? Da könnt ihr euch natürlich auch mit einem Entriegelungstool behelfen und hier mit reinfahren. Und jetzt können wir das ganze Teil hier entklippen. So, nochmal weg. So, da kommt alles. Und das ist alles geklippt bis ganz rüber. So, bis daher. Und jetzt haben wir alles schon in der Hand. Und damit es jetzt entspannt und leicht wird, können wir auch das ausstecken und weglegen. Bevor man solche Stecker löst, empfiehlt es sich natürlich bei den meisten Autos, das Fahrzeug stromlos zu machen, also die Masse einfach mal abzuhängen, damit ist das ganze Auto stromlos und der Fehlerspeicher läuft nicht wegen irgendeinem Scheiß voll. Also hier alles schon abgesteckt und hier können wir jetzt auch weitermachen. Hier unten finden wir 2 Kreuzschlitzschrauben, damit wir den Lüftungsschacht entfernen können. Einmal abstecken. Und jetzt haben wir noch 2 Schrauben hier unten drin, ebenfalls Kreuzschlitz, die müssen wir auch rausmachen. Wenn wir die 2 unteren Schrauben gelöst haben, haben wir hier oben noch 2 unter diesem Kunststoffdeckel. Und den Kunststoffdeckel, den können wir jetzt auch hier entklippen und können den wegmachen. Und jetzt gibt es hier noch einen kleinen Trick. Jetzt müssen wir diese Metalldinger, hier können wir nämlich
drunter fahren und das hakt sich hier so ein bisschen hinten dran ein. Und das müssen wir halt lösen und dann haben wir das auch schön in der Hand, das gute Stück hier. Nach vorn rausnehmen und mal, nehmt euch so ein Mikrofasertuch oder was, damit hier nichts verkratzt. Wir nehmen jetzt die Stromversorgungselemente hier ab. Das sind nämlich die zwei, die jetzt in unseren Kabeladapter mit reinkommen. Und die stecken wir, na, wie rum gehört er dann rein? Einmal, zweimal, stecken wir hier an. Und die zwei, die passen jetzt wieder in den Anschlussstecker vom Autoradio. Da rein und der gehört da rein. So, und jetzt haben wir am Kabel selber überhaupt gar nichts kaputt gemacht, zerschnitten, sondern wir haben jetzt eine Adaptionsmöglichkeit. Und jetzt kommt unser Kabelkit ins Spiel. Hier haben wir unseren Kabelkit so vorbereitet, dass wir jetzt diesen Abgriff hier mit den zwei Adaptern-Steckern machen. Adaptern, Steckern. So, einmal und da rein. Das ist das, was ich gemeint habe. Wir nehmen den Sound vom Autoradio weg, gehen in die Endstufe rein, von der Endstufe wieder raus, zu den Lautsprechern zurück auf die Originalverkabelung und ziehen das Adapterkabel jetzt durch den Schacht durch, zeige ich euch gleich, wie das geht, und haben jetzt aber noch zusätzlich zwei Hochton-Lautsprecherkabel. Einmal das Graue wird zum rechten geführt, das Weiße zum linken und das ist hier wegen dieser Frequenzweiche, damit auch der Hochtöner die richtige Frequenz schon hat. Wir haben ein passives Frontsystem, also Tieftöner und Hochtöner ist praktisch ein und derselbe Kanal und ist hier soweit vorbereitet. Im Kabelkit ist auch vorbereitet das Subwoofer-Kabel. Das blaue Kabel ist 5 Meter lang und kann jetzt dann von da unten, da kommt unser Verstärker rein, entspannt hier an der Seite an den Schwellern bis ganz nach hinten gelegt werden und da wird der Subwoofer dann angeschlossen. Wir machen aber jetzt das vorkonfektionierte Kabel einmal jetzt hier rein. Wir können das Kabel hier an der Seite rumführen, samt den Hochtönerkabel, gleich alles hier durch. Und jetzt, Obacht, da an der Seite gehen wir jetzt runter an dem Lüftungsschacht vorbei von dem Lüftungsschacht. Also am Lüftungsschacht vorbei. So, das war's. Und jetzt können wir die anderen Kabel auch da so alle rumziehen. Hier geht es nämlich recht einfach. Und jetzt sind wir schon da, wo wir hinwollen und können unsere Stecker bereits hier anstecken. So. Und haben auch unsere Hochtönerkabel bereits hier, die wir jetzt mit einem Durchzugsband einmal nach rechts und einmal nach links unter dem Cockpit durchziehen können, unter der Verkleidung. Und wir jetzt an der Stelle nur noch dieses Kabel hier an der Seite runterlegen brauchen. Also da kommen wir sogar recht entspannt hin und können von unten das Kabel entgegenziehen, weil da unten ist dann auch gleich die Endstufe. So. Also nur durch Durchlegen haben wir jetzt unsere zwei Anschlusskabel bereits hier. Unser Subwoofer-Kabel können wir natürlich genauso damit runterziehen. Wie kriegen wir jetzt das Kabel von hier vom Radioschacht bis zum Hochtöner rüber, ohne dass wir das ganze Armaturenbrett auseinanderbauen? Ich sage nur Durchzugsband. Und dieses leckere Durchzugsband, das tue ich euch natürlich in unseren V2 und V3 Version natürlich beilegen, weil das ist natürlich essentiell, damit euch die Installation leicht fällt. Von hier können wir nämlich jetzt das Kabel hinten durchlegen. Vorsichtig. So, und dann kommen wir da hinten irgendwann raus. Okay. Jetzt können wir unser Hochtönerkabel nehmen und an das eine Ende ankleben. Und zwar richtig schön straff mit unserem glatten Isolierband, richtig schön fest dran machen, damit das eben nicht so wie ich jetzt hier gerade, damit es leicht weggeht, sondern wir machen das einfach noch ein bisschen länger und wickeln das mehr am Band an dem gelben, damit es richtig hält. Und jetzt geht da nichts mehr weg. Und jetzt können wir es natürlich auch hier vorsichtig einmal durchziehen, bis es hier oben rauskommt. Ja, ist es doch, genau. Und können wir eigentlich so ganz durchziehen, dann ist es hier weg. Und jetzt können wir das natürlich an unserem neuen Hochtöner anstecken und den Hochtöner auch schon wieder vollends zusammenbauen.
Das gleiche machen wir auf der linken Seite und dann sind wir mit den Hochtönern auch schon durch. Unsere neuen geilen 25 mm Gewebe-Hochtöner werden jetzt nur noch angesteckt und das Kabel können wir jetzt hier unten drin verstauen, einsetzen und mit den gleichen Schrauben festmachen wie gerade eben. Bisher haben wir es euch ja eigentlich ziemlich einfach gemacht, bis auf den Hochtöner, der ist ein bisschen tricky rauszumachen. Deswegen haben wir uns gedacht, wir legen euch diesen Geflechtsschlauch nur dazu und ihr macht auch mal bitte was selber. Und zwar, wir haben euch dieses Stromkabel schon so weit vorbereitet, dass es lang genug ist, um bis zur Batterie zu kommen. Diesen Geflechtsschlauch, der hier schon drauf ist, den müsst ihr selber drauf machen. Es liegt aber alles im Lieferumfang dabei, macht ihr hier mit Isolierband entsprechend fest. Und die zwei Kabel, was hier so rumhängen, das sind Remote In und Remote Out. Das ist nur für externe Endstufen, wenn ihr noch weitere Endstufen anschließen wollt oder sonst was notwendig. Wir bei der Installation allein von der Endstufe brauchen die Kabel gar nicht. Insofern können wir die auch da mit einbinden und verbinden, dass die weg sind. Wir müssen unser vorbereitetes Powerkabel jetzt hier durchziehen zur Richtung Motorraum, zur Batterie. Und da finden wir genau links vom Kupplungspedal ist so eine Muffe, eine Gummimuffe, wo so ein Bautenzug durchgeht. Und da können wir uns jetzt mit unserem Durchzugsband direkt nach vorne durchstecken und unsere Kabel mit durchziehen. Okay, hier können wir da durch. Hier direkt dahinter sehe ich schon unser Kabel rauskommen, unsere Durchzugsleitung. So, da haben wir sie. Und dann können wir das auch hier nochmal hochziehen. Das Kabel habe ich bereits mit einem Isolierband wieder dran gemacht. Hier kommen wir von innen hoch mit unseren Kabeln und die können wir jetzt mit einem Sicherungshalter versehen und Ringösen draufquetschen und auf Plus und Minus anbringen. Mit dem Isolierband können wir uns auch direkt hier noch auf dem Massekabel festmachen. Dann hat auch unser Kabel hier einen Halt. Dann können wir auch hier unsere Masse Ringöse drauf machen. Die Masse, die können wir jetzt rein theoretisch ja auch da drauf machen. Aber die Masse, die lässt sich jetzt nicht einfach draufschrauben, das ist verödet hier. Aus der Ringöse machen wir jetzt eine Gabel, weil wir tatsächlich da hinten rein müssen. Da unten drin gibt es zwar auch einen Massepunkt, aber da kommt man so beschissen hin, ehrlich gesagt, dass mir die Variante an der Stelle lieber ist, dass wir uns hier jetzt dann auf den Massepol direkt mit draufklemmen. Wir machen jetzt auf ein Ende unseres Inline-Sicherungshalters die entsprechende Ringöse drauf. Und auf der anderen Seite quetschen wir die Mama hier drauf, damit wir das Ganze jetzt schön steckbar machen können. Unseren Sicherungshalter haben wir jetzt so reinbaut, damit der da hinten drin hängt und unsere Ringöse hier später auf der Mutter mit drauf ist. Wir verbinden jetzt nochmal mit dem Gegenstück hier uns auf das Kabel drauf, das ja direkt zur Endstufe geht. So, dann schaut das doch ganz lecker aus so. Jetzt können wir auch gleich die Ringösen komplett anbringen, weil erstens mal ist es bereits abgesichert und zweitens ist das Kabel nicht offen, sondern direkt schon im vorgefertigten Plug-and-Play-Stecker integriert. So, den machen wir mal ganz auf. So, unseren drauf. Damit sind wir im Motorraum schon fertig und jetzt können wir noch das Kabel, wo wir ja innen haben bereits, unter dem Lenkrad Richtung Mittelkonsole legen und da die Endstufe installieren und alles zusammenstecken. Fertig. Wir kommen von hier und müssen nach da. Und diese Platte lässt sich hier genauso leicht entklippen wie auf der anderen Seite. Und dementsprechend können wir jetzt auch das Kabel erstmal hier hochlegen und von hier oben dann nach drüben fahren. Das können wir mit dem Kabelbinder hier festmachen, am anderen Kabel. Und dann sind wir schon da, wo wir hinwollen. Schau mal da unten drinnen. Wir können jetzt unseren Stromanschlussstecker schon mal dran packen, den wir ja schon fertig verlegt haben. Wir haben jetzt hier unsere Lautsprecherstecker, den schließen wir mit an. Und auf der anderen Seite, der passt auch nur hier rein,
Also alles wirklich für den Laien problemlos. Und jetzt können wir das ganze gute Stück hier an der Seite reinpacken. So. Das war's. Hier ist das auf dem Teppich drauf, das ist fest drin. Das ist eigentlich fast, das ist wie gemacht dafür. Und jetzt machen wir hier den Deckel wieder drauf und verlegen jetzt noch unser Subwoofer-Kabel bis in den Kofferraum. Das machen wir raus. An der Seite machen wir jetzt mal die Schwellerverkleidung weg. Dazu machen wir auch den Gummi hier mal auf die Seite. Und jetzt können wir das Ganze auch schon entklippen. So, das war's auch schon. Und das da dran können wir, also mit viel Handgeschick können wir sogar das Kabel hier durchlegen, aber wir machen das auch gleich weg. So, das ist nämlich auch nur geklippt. Einmal hier und einmal da an der Seite. Das war's. Und jetzt können wir das Kabel hier unterm Teppich reinlegen. Und kommen hier an der Seite raus. So, machen wir alles wieder schön fest. Wieder. Genau, dann ist das alles wie vorher und können jetzt hier an der Seite unser Kabel weiterlegen. Wir können es natürlich hier mit Isolierband auch fixieren, damit das richtig schick wird. Und jetzt können wir hier an der Seite das Ganze wieder einfügen und wieder zumachen. Dann machen wir das halt noch fest. Hier vorne fügen wir es wieder ein. So. Wo ist das Ding? Hier und hier unten vor allem wieder reinfügen und wieder da und hier über das Kabel rüber. So, dann passt das alles. Gut. Bevor wir das Kabel jetzt an der B-Säule durchziehen, können wir ja hier den Rücksitz schon mal ausklippen. Der ist hier nur reingeklippt, weil hier können wir nachher das Kabel direkt in den Kofferraum reinziehen. Und hier ist noch eine Schraube, die lösen wir, das ist eine Kreuzschlitz. Und hier drunten nochmal eine. Und jetzt können wir das ganze Ding hier nehmen. Und hier machen wir den Gummi genauso wie vorne weg. So. Und können das Ganze wegklippen. So, wunderbar. Haben wir da alles in der Hand. Alles nur geklippt. Und mehr bauen wir auch gar nicht mehr auseinander, weil jetzt machen wir es uns einfach. Wir nehmen wieder unser Durchzugsband und ziehen das bis ganz vor, da entlang an den anderen Kabeln und sind auch schon vorne, hängen unser Kabel an und ziehen es durch. Hier hängen wir wieder unser Band mit dem Isolierband dran und ziehen das Ganze einmal nach hinten durch. So, haben wir es schon. Einmal durch. Genau, und jetzt können wir hier schon wieder alles zumachen. Das war's. Ja, schon wirklich einfach bei dem Fahrzeug. Und den Gummi wieder draufsetzen. Fertig. Hinten können wir auch gern wieder die Kabel gleich festmachen. Lassen wir unser Durchzugsband gleich dran und gehen hier, da müssen wir jetzt ein bisschen reinfühlen, das Kabel direkt unterm Sitz hinten durch und nehmen das von hinten ab. Und jetzt können wir von hinten das Kabel gleich durchziehen. Hier ein bisschen nachhelfen. Da haben wir es. Ja, Hammer's. Subwoofer-Kabel im Kofferraum. Das können wir wieder hier reinlegen. Holen das Kabel nach oben. Dann machen wir das Ganze zu. Im Lieferumfang ab V2 liegt natürlich auch eine Ader-Endhülse mit dabei, die wir hier schön aufquetschen können, damit wir das ins Woofer-Terminal schön reinstecken können. Kommt schon unser Alpha 10 SB zum Einsatz. Der steht hier drin. Der markierte, also der blaue mit dem schwarzen Strich ist Minus. Das ist auch bitte ganz wichtig, beachtet es. Erst dann klingt es auch mit dem Frontsystem richtig gut, sonst hätten wir jetzt eine Phasendrehung drin. Das muss unbedingt so passen. So, und jetzt können wir den ganzen Quatsch da reinmachen. So. Viel Bums! Jetzt können wir schon Probe hören, weil wir sind fertig mit der Installation. Jetzt machen wir vorne noch die Sicherung rein, dann gibt es Strom auf die Endstufe drauf und dann sollte eigentlich schon alles laufen. Gespannt wie ein Honigkuchenpferd. So, was haben wir hier? Schöne Stimmen.
Also ich brauche ja gar nichts zu tun, ich weiß ja schon, wie es klingt. Ich habe ja das Setup gemacht. Aber nachdem jetzt alles wieder so eingebaut wurde und das Setup einfach schon drauf war, das ist jedes Mal eine Überraschung. Fupp, eingebaut, alles fertig, anmachen und genießen. Den Sound habe ich euch so eingestellt, dass die Stimmen schön vor euch mitten auf dem Armaturenbrett sind und ihr trotz mit den hinteren Lautsprechern ein tolles Raumgefühl habt. Also das heißt, eigentlich habt ihr das Gefühl, ihr sitzt mitten in der Musik. Der Bass, der puncht richtig schön. Der Subwoofer arbeitet mit dem Frontsystem extrem genau zusammen. Das heißt, der macht richtig einen Bumm, der greifbar ist. Also es macht unheimlich Laune und natürlich haben wir auch einen Sound, wenn es mal darum geht, dass es etwas mehr Bass sein darf oder auch an Lautstärke rangeht. Also wir brauchen uns vor nichts verstecken. Ich mache jetzt einfach mal ein bisschen lauter. Also ihr merkt schon, es wird ziemlich laut und wir haben auch Bass. Das hat schon in sich, in Bass, Lautstärke, Präzision. Die Höhen, die klingen total geschmeidig hier drin. Also das Soundsystem, finde ich, ist zum Einbauen bis auf die Hochtöner, wo es ein bisschen tricky ist, wo aber eigentlich auch lösbar ist, habe ich ja euer Spezialwerkzeug mit dazugelegt. Also mit dem V2 oder gleich V3 Paket werdet ihr einen riesen Spaß haben. Auch beim Einbauen ist ja eigentlich auch eine coole Sache, sowas mal selber zu machen, um dann auch selber stolz drauf zu sein, das selber gemacht zu haben und jetzt mal den Sound genießen zu können. Leute, verpasst kein weiteres Video von uns, weil wir machen es schließlich nicht nur für Hyundai, sondern eigentlich auch für alle möglichen Fahrzeuge, die uns vors Brett kommen. Schöne Videos und versuchen solche Anlagen zu konzipieren, die ihr nachbauen könnt. Ansonsten trefft ihr uns natürlich auch auf Instagram, könnt uns da folgen oder auf Facebook genauso. Da könnt ihr uns liken und hier vielleicht auch ein Abo dalassen. Bis zum nächsten Mal, euer Olli.